Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Dillspitzen. Heute zeige ich euch, wie ihr traditionelle englische Mince Pies einfach selbst zubereiten könnt, inklusive selbstgemachtem Mincemeat. Ich möchte für Weihnachten Mince Pies machen, deshalb bereite ich heute, circa eine Woche vor Weihnachten, schon mal die Füllung vor. Diese wird im englischen Sprachgebrauch auch Mincemeat genannt. Mein Rezept für die Füllung ist adaptiert aus dem Buch Modern Cookery for Private Families von Eliza Acton, zuerst erschienen im Jahr 1847. Früher enthielt Mincemeat wirklich noch Fleisch, häufig Reste gekochten Rindfleischs. Ich bevorzuge mein Mincemeat allerdings ohne. Alle Mengen findet ihr wie immer auf meinem Blog, Link in der Videobeschreibung. Ich fange mit meinem Apfel an. Dieser muss geschält werden. Ich verwende hier mal wieder meinen Lieblingssparschäler und dann in feine Würfelchen gehackt. Bei der Apfelsorte sollte es ein eher säuerlicher Apfel sein, zum Beispiel ein Topaz, Fiona Gold oder Krebspink. Kommen wir zur Zitrone. Im Rezept wird eine gekochte Zitrone verlangt. Da ich nur eine halbe Zitrone benötige, wähle ich die Zubereitungsform des 21. Jahrhunderts. Ein paar Mal einstechen, mit Folie abdecken und für ca. 6 Minuten bei 750 Watt in der Mikrowelle garen. Beim Zerhacken nach Kernen Ausschau halten und diese aussortieren. Die Stücke sollten in etwa dieselbe Größe wie der Apfel haben. Mit einem europäischen Kochmesser funktioniert das übrigens deutlich besser als mit einem japanischen. Die gehackten Zitronen werden nun mit den Äpfeln in meiner Schüssel vermischt, damit selbige nicht braun werden. Nun sind die Rosinen dran. Ich bevorzuge Sultaninen, da diese weicher und süßlicher sind. Zudem waren diese Weihnachtsbacksaison hier aus irgendwelchen Gründen absolut keine Korinthen zu bekommen. Sultaninen zuerst abwiegen und dann gleichmäßig durchhacken. Als nächste und vermutlich wichtigste Zutat ist das Shredded Suet dran. Dies ist ursprünglich ein pastillenförmiger Rinderteig, ich habe hier allerdings die vegetarische Variante. Man bekommt diese Packungen zum Beispiel über Amazon oder Spezialshops für britische Lebensmittel. Backpflaumen sind vielleicht eine kontroverse Zutat, aber ich mag die reichhaltige Tiefe, die sie dem Mincemeat geben. Diese auch klein schneiden. Dabei bitte aufpassen, ich habe schon häufiger erlebt, dass noch Reste der Steine in den trockenen Pflaumen waren. Dann kommt jetzt eine Zutat, die im Englischen gerne als Candied Peel bezeichnet wird. Hierzulande bekommt man das Äquivalent einzeln als Orangeat und Zitronat zu kaufen. Ich habe hier noch ein angebrochenes Päckchen mit Orangeat und Früchtemix, daher verwende ich diese. Der Früchtemix besteht aus Orangeat, Zitronat und aus irgendwelchen Gründen kandierter Papaya, vermutlich als Farbtupfer. Je nachdem, wo ihr wohnt, kann es auch sein, dass ihr Zitronat und Orangeat in großen Blöcken kaufen könnt, welche ihr komplett selbst zerschneiden müsst. Meins ist schon recht fein, ich hacke es nur noch mal kurz durch. Ich messe jetzt schon mal meinen braunen Zucker ab, den gibt's in jedem Supermarkt. Hier in Bayern hauptsächlich von Südzucker. Konsistenz und Aroma sind ähnlich wie der braune Zucker von Tate & Lyle. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz, wie in alle süßen Gerichte. Als Gewürz verwende ich meine selbstgemachte Mixed Spice Gewürzmischung, die ist sehr warm und weihnachtlich. Schon mal gut durchmischen, dann die ganzen geschnippelten Zutaten hinzugeben und gut vermengen. Es wäre kein Mincemeat, wenn nicht noch ein bisschen Alkohol hinzukäme. Zuerst ein mitteltrockener oder trockener Sherry. Und dann ein Brandy, in meinem Fall ein französischer. Jetzt so lange rühren, bis der Zucker halbwegs ausgegangen ist. Dann in eine luftdichte Dose füllen und etwa eine Woche im Kühlschrank reifen. Jeden Tag umrühren nicht vergessen. Für den Kneteig bzw. Mürbeteig braucht es, glaube ich, keine große Erklärung. Mehl, in meinem Fall Type 405, Type 550 und Weizenvollkorn in gleichen Gewichtsanteilen, mit zimmerwarmem Fett, nur Butter oder Butter mit Schweineschmalz oder Suet gemischt, Salz und etwas Zucker im Standmixer so lange rühren, bis das Fett gleichmäßig in das Mehl eingearbeitet ist. Dann mit Eigelb und kaltem Wasser zu einer homogenen Masse binden. Aus dem Mixer in einer Klarsichtfolie geben und im Kühlschrank mindestens 2 Stunden durchkühlen lassen. Zeit, die Mince Pies zuzubereiten. Daher geht es jetzt ans Teigausrollen. Als kleine Ausrollhilfe habe ich hier ein Teesieb mit etwas Speisestärke, um meine Arbeitsfläche zu bestäuben. Im Gegensatz zum Mehl macht Speisestärke den Teig nicht härter, wenn man diesen mehrfach ausrollt. Hier habe ich mein französisches Wellholz. Dies ist an den Seiten etwas abgeflacht. Ihr könnt aber auch ein ganz normales nehmen. Dann brauche ich noch eine Teigkarte sowie die Backformen für die Mince Pies. Ich habe 2 massive Metallbleche mit je 12 flachen Einbuchtungen. Die Formen sind antihaftbeschichtet, das heißt, ich muss sie nicht einfetten.
Jetzt benötige ich nur einen Ausstecher, der für die Förmchen passt. Ich habe hier ein ganzes Set mit runden Ausstechern. Der Durchmesser sollte idealerweise etwa 2 cm größer sein als der Form. Dann habe ich hier noch einen kleinen Ausstecher für etwas Deko oben auf den Pies. Hier ist mein Teig. Der ist im Kühlschrank deutlich fester geworden, aber nicht steinhart. Harter Mürbeteig lässt sich schlecht ausrollen und reißt gerne. Mürbeteig mit 100% Butter wird aber auch nie komplett hart. Fangen wir mal an. Ich schneide mir die Hälfte des Teiges ab und lege die andere Hälfte wieder zurück in den Kühlschrank. Die Backform habe ich übrigens auch in den Kühlschrank gelegt. Das Teigstück auf beiden Seiten gut mit Stärke einreiben und während des Ausrollvorgangs jetzt immer darauf achten, dass der Teig eine dünne Stärkeschicht hat. So klebt auch nichts auf der Arbeitsfläche. Beim Ausrollen den Teig immer mal wieder um die eigene Achse sowie auf die andere Seite drehen. Wenn man zudem immer mal wieder mit den Fingern über den Teig streicht, merkt man schnell, an welchen Stellen er noch zu dick ist. Zielstärke sind etwa 3 mm, da der Mürbeteig beim Backen noch etwa aufs Doppelte aufgeht. Jetzt aus jeder Teighälfte 12 Kreise und 12 Kreuze ausstechen. Für die Kreuze den Teig nochmal zusammenkneten und neu ausrollen, gegebenenfalls zwischendurch ins Gefrierfach legen, wenn der Teig zu weich wurde. Ich fülle jetzt jede Form mit einem Teigkreis und drücke diese leicht an. Dann wandert die Form, so wie sie ist, wieder in den Kühlschrank und ich steche die nächsten Kreise mit der anderen Teighälfte aus. Die Kreuze befinden sich auf einem Teller im Gefrierfach. Die Backform sollte mindestens eine Stunde im Kühlschrank verbringen, bevor sie befüllt und gebacken werden kann. Das hier ist mein Mincemeat. Ist schön homogen geworden und duftet fantastisch. Wenn die Formen schön durchgekühlt sind, heize ich meinen Backofen auf 160 Grad Umluft vor, mit dem Gitterrost auf der zweiten Schiene von unten. Dann ist es Zeit, die Mince Pies mit dem Mincemeat zu füllen. Bitte füllt sie nicht so voll, wie ich das hier im Video tue. Mir sind die Förmchen beim Backen nämlich übergelaufen und ich durfte danach meinen Backofen putzen. Und Zucker lässt sich besonders toll sauber machen. Kreuze aus dem Tiefkühler holen und auf jeden Mince Pie ein Kreuz legen und fest andrücken. Fertig für den Backofen. Das ist mein überfülltes Blech Mince Pies nach etwa 12 Minuten Backzeit, sowie mein zweites Blech nach etwa 10 Minuten. Wie ihr erkennen könnt, deutlich weniger überlaufen. Das ist das erste gebackene Blech. Wie ihr sehen könnt, hat der überlaufende Zucker eine schöne Sauerei auf dem Blech hinterlassen. Da es sich aber um ein antihaftbeschichtetes Blech handelt, ist das kein Problem. Die Mince Pies lasse ich 5 Minuten in der Form auskühlen und setze sie dann auf ein Kuchengitter um. Dort dürfen sie mindestens 1 Stunde ganz auskühlen. Zum Vergleich hier nochmal das gebackene zweite Blech. Jedes Blech war übrigens etwa 20 Minuten im Ofen. Ihr könnt die Mince Pies frisch noch leicht warm essen. Ich finde aber, dass sie einen Tag nach dem Backen besser schmecken. Hierzu einfach in eine luftdichte Dose schichten, mit ein wenig Butterbrotpapier dazwischen und an einem kühlen Ort aufbewahren. Die Mince Pies halten sich so 3 bis 4 Tage. Hier noch ein Foto von unserem Kaffee am Heiligabend. Wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Macht's gut, eure Ann.